Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der FC Schalke 04 Manager Karriere. Wir beginnen direkt mal mit der Partie gegen Fortuna Düsseldorf am 21. Spieltag. Ja, ich bin mittlerweile wieder einigermaßen gesund und ja, trotzdem werde ich definitiv ein paar Momente haben, wo ich immer noch nicht konzentriert bin. Aber egal, wir gehen jetzt rein in diese Partie und ich freue mich extremst drauf. Das ist auf jeden Fall eine Partie, wo wir nochmal einiges unter Beweis stellen müssen und auch können, meiner Meinung nach zumindest. Und damit gehen wir jetzt hier zu den Aufstellungen. Damit schauen wir unsere Aufstellung an. Beginnen wir mit Ortega, als auch Schmitz, der hier auf der linken Verteidigerposition von Anfang an spielen darf. Das ist auch unsere Top 11, die sonst restlicherweise dasteht, beziehungsweise auch noch Sanchez in der Innenverteidigung. Und damit gehen wir rein und nach der sehr wilden Folge ja, haben wir jetzt endlich mal etwas ruhiger hoffentlich, wobei wir hier in dieser Folge jetzt auch ziemlich viele Topspieler haben. Somit jetzt zur Formation von Düsseldorf. Sie werden hier mit einer 4-4-2-Formation auflaufen. Und was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, schaut gerne die letzte Folge euch an, falls ihr die irgendwie in irgendeiner Hinsicht verpasst habt, denn da ging es transfertechnisch doch ziemlich ab. Und damit würde ich jetzt aber sagen, starten wir rein. Mit am Ball, Luft ihn hoch, perfekt auf Younes. Younes bekommt ihn, Younes hat ihn, Younes verwandelt ihn. 15. Spielminute und wir führen hier mit 1:0 dank Younes. Winkler am Ball, findet jetzt Karaman, der nimmt ihn an, immer noch Winkler, schickt jetzt hier Winkler. Younes auf Karaman und Karaman, der läuft jetzt immer noch Karaman. Karaman trifft den Pfosten. Boah, riesen Fehler in der Abwehr und das wird auch bestraft. Ballverlust nach der Balleroberung und dann kommt der Gegentreffer. Ganzenbein macht Druck, genauso wie der Rest und dann ist plötzlich alles frei. Und der glanzt hat. 90 Minuten Spielzeit auf Schalke sind vorbei und ja, was soll ich sagen? Es ist nur ein Unentschieden in Höhe von 1:1. Man hätte sich definitiv mehr erhofft, hätte man auch mehr rausholen können, aber leider ist es nur am Ende ein Unentschieden. Man hätte auch hinten liegen können, aber dank Stefan Ortega, der hier eine absolute Glanztat rausgehauen hat, bleibt es beim 1:1. Allerdings gewinnen wir die nächste Partie gegen den 1. FC Nürnberg hier mit 2:0 dank Tempelmann und Winkler. Und bevor wir jetzt reingehen in die nächste Partie, schauen wir mal ganz geschwind auf die Tabelle. Hier sind wir auf Platz 2 mit 46 Punkten, 10 Punkte vor Hannover, die hier auf Platz 3 sind. Ja, und dann kommt ein kleinerer Abstand schon auf den Hamburger SV in Höhe von 6 Punkten, aber sie haben auch eine Partie mehr, das heißt, wir könnten noch ranrutschen. Hinter Hannover folgt dann Paderborn, Köln, Hertha, Karlsruhe und Darmstadt. Deswegen ist es da noch relativ eng. Wir gehen jetzt aber rein in die Partie gegen Greuther Fürth und werden hier natürlich mit unserer Top 11 beginnen. Greuther Fürth spielt, glaube ich, mit einer 4-1-4-1-Formation, wenn ich es richtig gesehen habe. Kann sich natürlich auch ändern oder geändert haben, aber egal, wir gehen jetzt rein in die Höhepunkte und dann sind wir auch schon drin in der Partie im Sportpark Ronhof. Wir wollen natürlich hier 3 Punkte mitnehmen, damit wir definitiv wieder ranrücken. Reiz mit der Flanke auf Winkler, der natürlich schnell genug ist, um hier alle auszukontern. Immer noch Winkler am Start. Winkler, jetzt rüber auf Younes und dann nutzen wir die 2:1 bzw. 3:1 Situation aus und machen direkt mal erste Szene, erstes Tor. Ja, gute Frequenz auf jeden Fall für uns. Danach geht es direkt mal weiter mit einem Alleingang über Younes, der hier diesen hohen Ball zugeschrieben bekommt. Younes jetzt auf Karaman, Karaman bekommt ihn, freie Laufbahn für ihn und dann kommt der nächste Treffer. Zweite Szene, zweites Tor, bessere Quote gibt es, glaube ich, kaum. Und damit gehen wir rein wieder in die nächste Szene. Es ist eine Kontermöglichkeit über Schallenberg, der jetzt hoffentlich gleich vorne einen Spieler findet. Unter anderem Karaman, der hier auch diesen Ball bekommt. Karaman auf Younes. Younes hat auch ein gewisses Tempo, kommt hier sogar vorbei. Younes und Karaman sprinten beide, rüber wird gelegt und dann ist es aber tatsächlich abseits. Und dann bekommen wir wieder eine Kontermöglichkeit, wieder eine Szene, um ein Tor zu erzielen. Über Schallenberg, der jetzt hier mal Winkler sieht. Winkler auf Karaman. Karaman hat ihn, Karaman lupft ihn auf Winkler. Winkler ist schnell genug, Winkler rennt weiterhin immer noch. Winkler zimmert ihn rein, dritter Treffer für uns und damit haben wir bisher einen komfortablen Vorsprung und die nächste Szene gehört aber Greuther Fürth und Donkor ist schnell genug, um vielleicht noch hinterher zu kommen. Das werden wir genau jetzt sehen. Donkor sprintet schon mal. Donkor, ja, hält schon mal diesen Angriff etwas auf. Aber ja, weiterhin haben sie hier diesen Ball und sie kombinieren sich auch leider hier durch. Kaminski
und Co. machen Druck und dann haben wir ihn dank Rocco Reitz und dann ist diese Szene auch zumindest vorbei. Jetzt gibt es einen Angriff, zweite Hälfte, der allererste Angriff in der zweiten Hälfte, muss man ehrlicherweise gestehen. Tempelmann ist am Start, sieht jetzt hier Rocco Reitz, der hier auf Winkler passt. Winkler auf Karaman. Karaman sieht Younes, der bekommt diesen Ball. Ja, und dann wird er meiner Meinung nach schon fast unfair aufgehalten. Donko bekommt ihn aber nochmal. Donko auf Winkler. Winkler versucht das aus der Distanz, aber leider ohne Erfolg. Und dann gibt es einen Alleingang über Karaman. Und Karaman hat unten vielleicht Winkler als Anspielstation. Und Karaman bremst hier schon mal ab, sieht dann Winkler, schöner Ball, Winkler rennt vorbei, der Ex-Hertaner scheitert aber dann am gegnerischen Torhüter und dann geht's auch weiter mit der nächsten Szene. Es ist eine Gelegenheit zur Flanke, heißt wir sind höchstwahrscheinlich auf dem Flügel, so ist es auch über Tempelmann. Tempelmann hat ihn, geht hier nicht vorbei, sondern passt auf Younes. Younes geht aber hier vorbei an den gegnerischen Mann. Jetzt kommt der Schuss und der Pfosten verhindert das Gegentor für die Kräuter Fürther. Jetzt aber wieder Younes und diesmal wird er aber abgeblockt. Und dann gibt es die zweite Szene für Kräuter Fürth über Green, der jetzt hier diesen Ball hat, für die Kleeblätter ausführt und da wird er auch reingebracht. Wir halten erstmal nicht den Spieler auf, machen dann aber Druck und haben ihn weiterhin nicht und machen natürlich immer noch haufenweise Druck, dann blocken wir den Ball, haben den Ball und verlieren ihn auch gleich wieder, aber aus der Szene wird trotzdem ja rein gar nichts gemacht. Dann gibt es jetzt einen Angriff für die Schalker über Rocco Reitz. Der ist gerade gewechselt zu uns und dann bringt er jetzt den Ball auf Scheinberg. Scheinberg zurück auf Rocco Reitz, der sieht jetzt hier nochmal Aydin. Aydin zurück auf Rocco Reitz, sieht jetzt hier Winkler, schöne Übersicht, Winkler, ja, scheitert leider an dem Pass drüber zu Younes, aber nichtsdestotrotz gewinnen wir hier zu 0 und zwar mit 3 Toren noch Abstand. Richtig starke Szene von uns. Und dann geht es jetzt rein in die Partie gegen den SSV Ulm, die aktuell 18. sind und ja, wir gehen rein. Sie werden hier, glaube ich, mit einer 3-1-4-2 Formation auflaufen, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, und wir gehen hier nicht mit unserer Top 11 ein, denn Schmitz, unser Jugendtalent, darf von Anfang an mal wieder beginnen. Brian lassen wir ebenfalls statt Karaman und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die Highlights. Denn aktuell habe ich leider etwas Zeitmangel, deswegen jetzt die Szene direkt mal in der 7. Spielminute. Eine Kontermöglichkeit für uns über Tempelmann, der jetzt hier natürlich nochmal Brian lassen wir sieht. Eine Kontermöglichkeit ist für uns exzellent, denn wir haben Geschwindigkeit auf den Platz. Winkler jetzt mit dem Flachpass rüber auf Younes. Schöner Ball. Younes auf Schmitz, der von hinten durchmarschiert. Schmitz auf Winkler. Winkler rein auf Tempelmann. Aber er kommt leider nicht zum Schuss. Damit ist diese Szene zumindest direkt vorbei. Und jetzt ist Ulm dran mit einem Eckball über Ulrich, der jetzt hier schon mal bereit steht. Ulrich, ja, läuft an, bringt ihn auch rein. In der Mitte wurde frei gemacht. Ortega muss nicht hin, denn der Ball kommt nicht direkt drauf. Scheinberg macht direkt mal Druck. Immer noch Scheinberg zusammen hier mit Aydin. Und beide erobern nicht diesen Ball. Dann kommt die gefährliche Grätsche. Zum Glück ohne Foul, aber trotzdem noch Ulm. Und jetzt ist Ortega dran. Und dann machen wir weiter mit den Ulmern. Die bekommen jetzt hier über Rösch eine Kontermöglichkeit. Aydin kommt hier dran, macht Druck und der Rest auch. Und dann haben wir auch schon direkt mal den Ball. Und dann geht es weiter mit einen Freistoß über Rocco Reitz, der jetzt hier ja doch eine sehr gute Position zum Reinflanken hat. Rocco Reitz mit der Reingabe auf Winkler, der leider hier nicht drankommt. Carlas kommt auch nicht dran, der wäre vorne auch perfekt gewesen als Kopfballspieler, aber er ist leider nicht dran. Jetzt sind wir schon in der zweiten Hälfte und der SSV Ulm greift an. Der Aufsteiger macht jetzt hier erstmal Druck. Aydin macht vielleicht auch die Lücke auf. Jetzt der Pass nach vorne. Wir machen natürlich direkt mal Druck und erobern noch diesen Ball. Damit ist der direkt mal weg. Und jetzt gibt es eine weitere Flanke auf Brian Lasme, die relativ gut aussieht. Brian Lasme jetzt gegen den Torhüter. Brian Lasme macht ihn direkt rein. Per Volley, wunderschöner Treffer und damit führen wir auf Schalke. Hinterher bekommt Ulm einen Freistoß, die ja sehr, sehr gut aussieht, aus einer sehr, sehr starken Position und darauf müssen wir hoffen, dass der nicht reingeht. Der Freistoß geht direkt mal an die Latte. Ortega kommt leider nicht hin, aber die Szene besteht weiterhin. Jetzt wird aber geklärt und damit ist diese Szene auch direkt vorbei und wir bekommen in der 90. Spielminute
einen Eckball zugeschrieben. Das Trikot wackelt ein bisschen von Bachmann. Sehr nicer Wack auf jeden Fall hier in dieser Hinsicht. Die Hereingabe rein, Kalas kommt nicht rein, Kaminski zurück auf Bachmann. Bachmann, sehr weite Flanke rein, der Kopfball vorbei am Tor. Und ja, die Szene geht aber allerdings noch weiter, was mich ehrlicherweise ein bisschen wundert. Und jetzt sollte sie aber so langsam vorbei sein. Irgendwie immer noch nicht. Doch, jetzt. Okay. Dann ist die vorbei, das Spiel auch. Und wir gewinnen hier sehr, sehr eng, muss man sagen, mit 1:0. Und dann geht's rein ins absolute Topspiel in dieser Saison. Es heißt, in der Rückrunde am 25. Spieltag, der HSV trifft auf den S04, heißt Hamburg gegen Schalke 04 bei winterlichen Bedingungen. Ich bin sehr gespannt. Es heißt Erster gegen Zweiter. Ich bin absolut gehypt. Und ja, freue mich auf die Partie im Volksparkstadion. Beginnen wir mit der Aufstellung vom HSV. Sie werden hier mit einer 3-4-2-1-Formation auflaufen. Heißt ein wenig offensiver als wir, aber das sollte uns definitiv nicht daran hindern, ein paar Tore zu schießen. Und jetzt zu unserer Aufstellung. Ortega natürlich im Tor, Sanchez und Schmitz sind überraschenderweise in der Verteidigung aufgrund von besseren Leistungen als auch wegen der Ausdauer, und damit gehen wir jetzt rein und möchten natürlich gerne gewinnen, aber mit einem Unentschieden würde ich mich ehrlicherweise auch zufrieden geben. Karaman ist am Ball, starke Szene jetzt für die Schalker vielleicht. Winkler bekommt ihn, was für ein Ball, Winkler, 17. Spielminute und der FC Schalke 04 führt hier in dieser Partie. Kallenberg, der Sechser, mal vorne mit dabei, sieht jetzt hier Winkler auf Karaman, schönes Passspiel von uns, Karaman scheitert an Heuer Fernandes. Karaman ist hier am Start, Karaman mit dem Heber auf Winkler. Dieser Ball kommt an, Winkler im Laufduell, zieht nochmal zurück, sieht Karaman und Karaman versucht es, aber bisher zumindest ohne Erfolg. Karaman jetzt nochmal auf Winkler. Winkler versucht es auch und trifft jetzt hier die Latte und anschließend wird er geklärt. Karaman am Start, sieht Winkler. Winkler läuft auf den Flügel entlang. Immer noch Winkler rennt, immer noch. Winkler rennt hier an allen vorbei und Winkler hat Bock auf Tore und so macht er jetzt hier auch den zweiten Treffer in der 40. Spielminute. Younes am Ball, sieht jetzt hier Rocco Reitz. Schöner Ball mit schönen Pass mit der Hacke auf Rocco Reitz. Und der hat Bock auf das dritte Tor. Schalke führt und das in absoluten Topspiel mit 3:0. Was ist hier offensivtechnisch alles noch möglich? Rocco Reitz am Start, sieht jetzt hier Karaman. Dieser Ball, der kommt auch noch an. Und Karaman, offensivtechnisch geht einiges, denn der nächste Treffer, der folgt in der 61. Spielminute für die Knappen. Eckball für uns. Seguin bringt ihn jetzt rein auf Kalas, der sich vorher, meine ich, Platz verschafft. Und jetzt trifft 5. Treffer. Und ich bin ehrlich, die Hamburger, die tun mir leid, wir tun einfach mal schnell simulieren, da sollte ja hoffentlich einfach nichts anbrennen, so ist es auch. 5:0 der Endspielstand und damit haben wir mal ein absolutes Statement gesetzt. Und dann kommt der SV Darmstadt 98 zu uns und auch hier haben wir komplett rasiert, 3:1 der Endspielstand. Tempelmann, Younes als auch noch Winkler treffen hier und damit holen wir uns 3 sehr sichere Punkte. Und gegen Darmstadt war es auch die letzte Partie, zumindest der heutigen Folge, und damit blicken wir auf die Tabelle. Wir sind aktuell punktgleich mit den Hamburger SV nach 26 Spieltagen mit 58 Punkten. 10 Punkte dahinter kommt der erste FC Köln. Ich hoffe einfach nicht, dass die irgendwie in irgendeiner Hinsicht gefährlich werden können, damit wir schon mal wenigstens den direkten Aufstieg in der Tasche haben. Die Meisterschaft werden wir dann in der nächsten Folge hoffentlich dann sehen. Danach kommt auf jeden Fall Hannover, Paderborn, Hertha BSC, Darmstadt, Düsseldorf, Karlsruhe, Regensburg, Preußen, Münster, Kaiserslautern, Nürnberg, Elversberg, Kräuter Fürth, Magdeburg, Braunschweig und zu guter Letzt kommt ja der SSV Ulm, die hier auf Platz 18 sind. Beim nächsten Mal beginnen wir mit der Partie gegen Magdeburg und haben das große Saisonfinale in dieser Saison. Denn danach kommt Preußen Münster als auch Hannover 96, gefolgt von Regensburg und Paderborn, und die letzten 3 Partien lauten KSC und Braunschweig, und zu guter Letzt, ich hoffe nicht die entscheidende Partie, kommt dann Kaiserslautern, und danach ist der große Sommer. Und ich hoffe einfach nicht, dass wir in der Relegation sind, weil wir haben einen riesen Vorsprung. Wir kennen es schon aus der letzten Saison beziehungsweise aus dem letzten Teil, wo wir Riesenprobleme hatten zum Schluss. Ich hoffe einfach, dass wir das hier nicht haben. Aber ja, seid gespannt, ich bin auch gespannt, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!